In diesem Jahr haben wir echt eine riesengroße Beerenfülle. Sowohl die Blaubeeren in den Wäldern, die sprießen überall, als auch hier bei uns im Garten. Das sind sehr viele schwarze Johannisbeeren reif. Wir haben schon einige Stachelbeeren an dem Sträuchlein, was wir letztes Jahr gepflanzt haben. Die Felsenbirnen kommen auch, da hängen auch schon ein paar Früchte dran. Und ja, das ist wunderschön, so viele Früchte zu haben. Und ich möchte an dieser Stelle ein ganz großes Dankeschön raussenden an alle Menschen, die so wundervolle Kommentare gemacht haben unter meinem letzten Video. Das ist immer wieder schön zu lesen, ja, wenn andere Menschen sich für mich freuen oder wenn ich sie berühre mit meinen Videos. Das ja, gibt mir sehr viel zurück und danke dafür. Es kam ja auch schon immer wieder das Thema zur Sprache, dass ich doch ein Café aufmachen sollte. Oder in den letzten Kommentaren habe ich auch gelesen, ich könnte es doch versuchen mit einem gelegentlichen Kuchenverkauf und meine Kuchen in den Cafés hier vor Ort anbieten. Und es gibt Gründe, warum das leider nicht geht. Denn ja, die Regelungen in der Hinsicht sind eben sehr streng, was Lebensmittel angeht. Und auch wenn ich nur gelegentlich einen Kuchenverkauf hier in der Straße machen würde oder meine Kuchen in irgendwelchen lokalen Cafés anbieten würde, auch da muss ich diese ganzen lebensmittelrechtlichen und hygienischen Anforderungen eben erfüllen. Das geht in meinem Haus nicht, weil das ein offenes Haus ist und es gibt keine Abtrennung von der Küche zu den anderen Räumen. Dementsprechend kann ich diese Anforderungen schon gar nicht erfüllen. Dazu wird es also leider nicht kommen. Und auch was das Thema Kaffee angeht, ich habe schon echt lange darüber nachgedacht, sowas zu machen. Aber für mich in meiner aktuellen Situation, das alleine zu stemmen und aufzubauen, da sehe ich mich nicht in der Lage dazu, denn es braucht schon einige Schritte, um das zu organisieren. Und ich bin gerade dabei, hier mein Leben zu organisieren und Fuß zu fassen. Und ja, ich habe einfach nicht die Kapazitäten und auch nicht die Energie dafür, allein so einen Kaffee aufzuziehen. Deswegen wird das momentan nicht passieren. Aber wer weiß, was nicht ist, kann ja noch werden. Wer weiß, was die Zukunft bringt. Aktuell weiß ich, dass es mich in eine andere Richtung zieht. Und darüber werde ich auch in diesem Video ein wenig berichten. Und da wünsche ich euch jetzt viel Spaß dabei. Wenn man voller Angst darauf wartet, dass ein Vorstellungsgespräch stattfindet und dann kommt nichts. Hej Annika! Hej Annika! Skåne. Hej! Okej, ja, Ja, det var lite konstigt. Jag har varit i väntrummet, så ja, där fanns ingen möjlighet att tipsa in en E-Mail-Adress. Okay, das ging jetzt gar nicht so lang. Das war eigentlich mehr witzig. Die Frau, die sich interessiert hat dafür, wie lange ich schon in meinem Dorf lebe. Und ich habe sie nicht ganz so gut verstehen können am Telefon, aber ich denke, das war ganz nett. Gut, also ich muss dann, wenn ich wieder da bin und fertig bin, muss ich dann eine andere Ansprechpartnerin anrufen und sie dann bitten, dass sie mich für einen ja, Introduktionspass quasi einteilt. Aber ja, das war schön. Also die Angst war unbegründet. Und jag pratade med Annika för några veckor sedan om sommarvikariat inom hemtjänsten. Jag undrar om det fortfarande är aktuellt att ni behöver personal. men du, då kollar jag efter lite tider till dig där du kan få gå bredvid någon. Ja, perfekt, det låter bra. Ich habe dann noch am selben Tag eine SMS bekommen mit Arbeitspässen für den Rest der Woche. Und dann sollte es am nächsten Tag direkt auch schon losgehen. Ich bin dann also morgens früh um 7 dahin gegangen in ein Altenpflegeheim hier oben im Dorf, um eine 9-Stunden-Schicht dort zu absolvieren. Ja, dieser Tag war extrem einschneidend
Und ich war ungefähr 2 Wochen damit beschäftigt, die Erlebnisse dieses einen Tages mental zu verarbeiten. Ich habe im Laufe dieses Tages wirklich festgestellt, ich bin nicht gemacht für die Altenpflege. Ich habe auch vorher überhaupt nicht drüber nachgedacht, was mich da erwarten könnte. Ich bin einfach den Ratschlägen von vielen aus meinem Bekanntenkreis gefolgt und habe mich eben für diesen Sommerjob im Hemtjenst, also im Heimdienst übersetzt, beworben, denn viele haben gesagt, das ist ein total easy Job. Man kann da im Sommer quasi einspringen, wenn das Pflegepersonal im Urlaub ist. Und dann kann man hier ein bisschen rumfahren und die Menschen, die Senioren, die eben in ihren Häusern noch leben, ein bisschen in ihrem Alltag unterstützen, Lebensmittel einkaufen, Essen zubereiten, sauber machen. Ja, das war ein bisschen meine Erwartung. Und am Telefon haben mir die Chefinnen schon gesagt, dass ich das leider nicht machen kann, weil ich eben keine Erfahrung in der Pflege habe und ich wäre dann eben alleine auf diesen Touren unterwegs. Ich könnte niemanden fragen. Deswegen müsste ich halt in dem Pflegeheim anfangen, weil dort gibt es immerhin Personal, was ich halt dann auch fragen kann. Also habe ich mich darauf eingelassen. Und es war deswegen so einschneidend für mich, weil das eine Demenzstation war und ich das absolut nicht erwartet hätte, ja, dass ich eben komplett die Aufgaben übernehmen muss, die eben auch das Pflegepersonal macht. Also ich bin mit der Erwartung hingegangen, ich mache halt wirklich reine Assistenzarbeit, so wie sie es halt in der Ausschreibung auch beschrieben haben, dass ich dafür sorge, dass Lebensmittel da sind, dass die Arzneischränke gefüllt sind, dass Ordnung gehalten wird. Aber letzten Endes, ja, war es eben härter als das. Es gab sehr viele Zwischenfälle, die mich einfach mental stark belastet haben. Und ich habe sehr schnell festgestellt, wenn mich dieser eine Tag schon so belastet, wie soll ich das einen ganzen Sommer lang machen? Ja, ich war dann also 2 Wochen lang kaum in der Lage, irgendwas zu filmen. Das habe ich auch an diesem Tag nicht geschafft. Und so ist daraus leider nichts geworden für mich. Ich habe dann gesagt, dass ich das nicht schaffe mental. Misty mountains, dusty roads ahead, crossing rivers, dreaming of a bed. From a window in the mighty clouds up high, I can touch a stream of gold above, breaking through with hope of light enough, giving peace of mind to those of us who try. Try to make a way. I can hear you say, let the sun shine on the broken, let the summer come again, let the heat find all the frozen, let the force in. I am above. Du magst es, mit Stöckchen zu spielen, ne? Okay, Mercy? Oh. So schnell komme ich mit der Kamera gar nicht hinterher. Markus ist hier unten fleißig am Arbeiten. Der hat in den letzten Wochen jede Menge Unkraut gejätet unterhalb des Hauses. Beneath the starlit sky, our love's secret line, like leaves we soar so high. Beneath the moonlight, soft touch your hand in mine, gets me every time. Lost in the city lights, our love's electric ride. You
Und jetzt kann man sehen, dass sich das Ganze langsam in einen nutzbaren Garten verwandelt. Hej Kristin! Vad kul att du är här och vill öva på svenska med mig. Hur mår du idag? Hej Nina, vad trevligt att prata med dig. Det var länge sedan att ni pratade sista gången. Men jag mår jättebra. Hur mår du? Oh. Ich vergesse es jedes Mal, mein Gespräch aufzunehmen. Aber das ist die Talkpal-App, mit der ich seit einigen Monaten meine schwedischen Sprachkenntnisse verbessere. Und ich muss sagen, ich mag diese App sehr, weil man eben zu jeder Zeit sprechen kann. Also man braucht dazu keinen persönlichen Lehrer, der nur zu bestimmten Zeiten da ist, sondern man kann jederzeit, wann man eben Lust und Laune dazu hat, mit einer KI reden. Also in dieser Hinsicht finde ich diese KI wirklich genial. Und vor allem dieser Anrufmodus, den ich hier gerade nutze, der ist extrem gut, um meine Ängste vor dem Telefonieren abzubauen. Denn man bekommt eben wirklich das Gefühl, man ruft jemanden an, es klingelt und dann hebt jemand ab und spricht mit dir. Und das Coole ist, dass ich einfach bei der KI keine Angst davor habe, irgendwelche Fehler zu machen. Also diese App, die ist sehr gut, um das Sprachvermögen zu trainieren und das kann ich wirklich nur empfehlen. Und wenn du Lust hast, das mal auszuprobieren, dann kannst du dir gerne mal meinen Affiliate-Link in der Videobeschreibung anschauen. Denn wenn du über diesen Link diese App dir runterlädst und buchst, dann bekomme ich eine kleine Provision. Das Ganze ist also eben Affiliate, keine Kooperation. Aber es hilft mir trotzdem weiter. Ich bin nicht so gut im Werbung machen. Aber gut, es gibt ja immer ein erstes Mal. Also du kannst das Ganze auch 2 Wochen lang kostenlos testen. Das habe ich damals auch gemacht. Und wenn es dir nicht gefällt, dann kannst du dann einfach wieder das Ganze abbrechen. Es ist so ein schöner Tag heute. Zwar schon ein bisschen herbstliche Stimmung mit viel Regen, aber sehr schön. Mausi! Ja, Mausi! Mausi, Mausi. Hinter mir steht die Airbnb-Hütte von meinem Nachbarn. Und da steht sein Quad mit einem Trailer. Unsere Aufgabe ist es jetzt, ein bisschen Holz auf den Trailer zu packen und dann damit runter an die Sauna am See zu fahren, um dort seine Holzvorräte für die Sauna, für die Gäste wieder aufzufüllen. Oh, hier hängen ja auch krasse Himbeeren. Irgendwie geht die Bremse übelst schwer. Ja, ich weiß nicht, ob das so sein soll. Also wenn ich jetzt bremse, dann bremse ich ja gar nicht.
Als ich in Deutschland gelebt habe, da lief alles darauf hinaus, dass ich irgendwann mal in einem Planungsbüro arbeite. Ich habe Landschaftsökologie studiert, ich habe mich nach dem Studium intensiv in diese Richtung fortgebildet. Ich habe alles gemacht, um meine botanischen Kenntnisse zu erweitern, zu vertiefen und zu festigen. Ich habe sehr, sehr viel Freilandarbeit damals gemacht und war in ganz Deutschland unterwegs für Praktikas und Bundesfreiwilligendienst und alle möglichen Arbeitserfahrungen habe ich dort gesammelt. Als ich nach Schweden gekommen bin, habe ich diesen Weg fortgeführt. Das war nämlich der Hauptgrund, warum ich diesen Schritt überhaupt gewagt habe. Ich habe damals in Abisko ein Praktikum bekommen. Das war von der Umeå-Universität, ein Forschungsprojekt, ein Klimaforschungsprojekt, wo ich pflanzenphänologische Stadien kartiert habe in den Bergen. Während dieser Zeit, während ich das Praktikum gemacht habe, habe ich noch in Deutschland studiert. Und nach dem Praktikum habe ich dann aber gesagt, ich breche dieses Studium ab, denn jetzt ist die beste Zeit, in Schweden Fuß zu fassen. Das war ja mein Einstieg hier. Also ich war dann im Land und habe gedacht, wenn ich jetzt schon mal hier bin, dann versuche ich das auch. Und am Anfang lief das ja super gut. Ich hatte dann den Winter über von meinem Arbeitgeber einen Auftragsjob erhalten, dass ich Broschüren gestaltet habe für dieses Projekt. Das war also auf Freelance-Basis. Ich habe mich damals ja auch als Texterin selbstständig gemacht, was sehr gut funktioniert hat. Und 2 Jahre später kam dann die Anstellung für diesen Job in Abisko. Und das habe ich dann 3 Jahre hintereinander gemacht, immer 6 Monate während der Sommersaison. Und danach ist ja das alles leider weggefallen. Also mein Textjob ist weggefallen, weil es keine Aufträge mehr gab wegen KI und auch der Job in Abisko ist dann weggefallen. Und dann habe ich ja versucht, mich hier selbstständig zu machen mit meinen ganzen Ideen. Ich habe dann Weiterbildung in eine ganz andere Richtung gemacht. Ich habe psychologische Beratung gemacht und Hochsensibilitätstherapeutin gemacht. Ja, und momentan muss ich sagen, dass all diese Versuche nicht so funktioniert haben, wie ich mir das erhofft hätte. Und ich habe jetzt seit einigen Monaten wieder extrem den Wunsch, in meine alte Richtung zurückzukehren, wieder auf diese botanische Ebene zurückzukommen und wieder mehr in Richtung Landschaftsplanung zu gehen. Das war immer mein Traum. Ich habe mich da immer wohl gefühlt. Das ist sehr viel Arbeit draußen in der Natur. Und ja, rückblickend war das einfach der perfekte Weg für mich, was ich jetzt erkennen durfte, indem ich mich eben ausprobiert und rumexperimentiert habe. Und ich habe letztes Jahr im Herbst einen Masterstudiengang hier in Schweden entdeckt, ein Distanzstudium, was mich wieder zurück auf diesen Weg bringen würde. Ich habe dann extrem lange darüber nachgedacht, ob ich mich dafür bewerben sollte. Ich hatte ja zum Glück bis April Zeit, bis April oder sogar Mai. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe mich dann beworben. Und so ist die Geschichte ausgegangen. Da ist noch nichts Neues gekommen. 23. Warum habe ich denn 20. Juli? 23. Juli kommt das. Ist erst am Donnerstag. Bis heute ist der letzte Tag, wo man halt auf den ersten Bescheid antworten kann, ob man den Reserveplatz behalten will und so weiter. Also weiter warten. Oh, so viel Warterei. Ich stehe also aktuell immer noch auf der Warteliste. Ich bin zwar schon ein wenig vorangekommen
Anfangs stand ich noch auf Platz 103, mittlerweile stehe ich auf Platz 76 und ich habe nach wie vor die Hoffnung, dass ich in dieses Studium reinkomme. Das wäre aktuell mein größter Traum und Wunsch, denn es würde einfach für mich wieder sehr viel Sinn ergeben, wenn ich wieder auf diese Spur zurückkommen könnte. Aber leider kann ich es momentan nicht sagen. Ich muss weiter warten, ob noch was passiert. So sieht es momentan aus. Ich wünschte, ich könnte ein Video machen und sagen, hey, ich habe es endlich geschafft. Endlich hat sich was in meinem Leben geändert, was mir wieder eine Richtung gibt. Aber leider kann ich das noch nicht. Das ist das Leben. That's real life. Hello, hello. It's a really joyful day today. Der Regen hat eingesetzt. Really nice. The perfect outdoor food. Really. This was very good. Wieder zu Hause angekommen und nur ein kleines bisschen nass geworden. Irgendwie kann man dem Regen, der Regenprognose dann doch nicht so gut vertrauen. Die hat nämlich keinen Regen mehr für heute angesagt. Du bist jetzt nass. Hier ist es schön trocken und warm. Ja. Ja, wie man sieht, ist Maya nicht besonders wasserscheu. Die treibt sich jetzt bei dem nassen Wetter sehr gerne in den Büschen und im Unterholz rum und kommt dann immer klitschnass nach Hause, um sich dann wieder aufzuwärmen und zu putzen und zu trocknen. Aber sie ist eben auch ein Waldkätzchen und ich denke, die sind gemacht für solche Wetterbedingungen. Die haben ja das lange Deckfell, das schützt die gut vor Regen und dann haben sie noch ein warmes Unterfell, sodass sie nicht frieren.
Und deswegen wollte ich diese Rasse auch haben, denn ich denke, die ist einfach perfekt gemacht für diese Bedingungen, die wir hier haben. Und was ich mit den Walderdbeeren gemacht habe, das zeige ich euch im nächsten Video. Ihr könnt es euch vielleicht schon denken. Vielen Dank, dass ihr mir zugeschaut habt bei diesem Video. Danke für deine Zeit und ja, bis nächste Woche.